Willkommen bei Santory. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, es freut mich, dass du meinen Kanal, mein Video gefunden hast. Denn ja, tatsächlich starte ich hier einen ganz neuen YouTube-Kanal. Verzeiht mir bitte irgendwelche Versprecher, Patzer. Ja, ich versuche das alles so authentisch wie möglich zu halten und werde jetzt hier an den Videos auch nichts Großartiges rausschneiden. Und ja, auf diesem Kanal soll es sich um Nischenparfums drehen. Und heute stelle ich euch auch einer meiner absoluten Lieblingsparfums vor, nämlich London aus dem Hause Vidian. Ja, ihr habt ja gerade den wunderschönen Flakon gesehen, also optisch wirklich ein Hingucker. Der wiegt auch so einiges, also der liegt richtig schwer in der Hand, ist hochwertig verarbeitet und ja, sieht wirklich super schön aus. London ist ein Release aus dem Jahre 2018. Ja, wie ich schon sagte, das Parfumhaus dahinter nennt sich Vidian. Vidian ist eine Marke aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die haben wirklich ganz, ganz tolle Parfums. Ich werde euch da auch in Zukunft noch das ein oder andere Parfum vorstellen. Ja, und hier seht ihr auch die hochwertige Verpackung. Es ist eine Art Schatulle, in der das Parfum geliefert wird. Ja, die Verpackung passt einfach zum Gesamteindruck der Marke Vidian. Die ist auch sehr hochwertig, sieht super aus. Also ja, da kann man wirklich sagen, macht Vidian alles richtig. London wird sehr häufig mit Tuscan Leather aus dem Hause Tom Ford verglichen. Ja, okay, ich kann den Vergleich nachvollziehen und tatsächlich haben die Parfums auch einige Parallelen, aber für meine Nase, für mein Empfinden riecht London einfach viel, viel schöner. Es riecht qualitativ hochwertiger, es riecht für mich einfach ja, perfekter aufeinander abgestimmt. Es ist weicher, ja, tatsächlich einfach qualitativ hochwertiger. Man könnte also sagen, dass London einfach das schönere Tuscan Leather ist. Ja, Tuscan Leather ist vielleicht etwas rauer, ja, einfacher von der Duftkomposition und London ist einfach die weichere, die komplexere und qualitativ hochwertigere Variante. Ja, ihr habt gerade die Duftpyramide gesehen. Wir haben in der Kopfnote Oud, Zyprese und Veilchen, in der Herznote Maiglöckchen und Himbeere und in der Basisnote Leder, Amber, Moschus und Vanille. Und ja, für mein Empfinden ist es eben eine Kombination aus Leder und Himbeere. Also wir haben hier einen schönen Lederakkord mit dem fruchtigen Unterton, ja, was eben durch die Himbeere kommt. Und so nach ja, 10 bis 15 Minuten wird London tatsächlich auch etwas süßer. Da gesellen sich eben Amber, Moschus und Vanille hinzu. Es ist also ein ganz wundervolles Lederparfum und auch gerade für den Einstieg in die Nischenwelt oder in die Welt der Lederparfums ideal und bestens geeignet, denn London hat eine sehr feine und hochwertige Ledernote und ja, eben durch Himbeere, Vanille, Amber und Moschus kommt auch eine gewisse Süße hinzu, wodurch das Parfum einfach ja sehr komplex, sehr fein und edel riecht und die Ledernote auch ja zu keinem Zeitpunkt irgendwie überfordernd riecht. Und die Performance von London ist wirklich super. Also an mir hält London 10 bis 11 Stunden, strahlt in den ersten 4 bis 5 Stunden auch recht stark ab. Also die Sillage ist wirklich ja, intensiv und wahrnehmbar. Die Umgebung, die Leute um euch herum reagieren auch positiv auf das Parfum. Also ich bekomme immer positives Feedback, wenn ich London ja trage. Und selbst nach den 4 bis 5 Stunden riecht man es selbst noch deutlich heraus und also wirklich, die Performance ist super. Und auch wenn wir jetzt dann doch mal wieder den Vergleich zu Tuscan Leathers ziehen, ja, performt London einfach viel besser. Dann kommen wir jetzt einmal zu dem Preis. Und zwar kosten die 50 ml 235 Euro. Je nach Internetseite oder Shop, ja, gibt es ja mal Rabatte. Da bekommt ihr es vielleicht für 210 oder für 215 Euro. Da müsst ihr einfach mal die Augen offen halten. Aber auch zu diesem Preis kann ich London wirklich empfehlen. Es ist einer meiner Lieblingsparfums. Durch die tolle Duftkomposition, durch die hohe Qualität, aber auch durch die hervorragende Performance
ist es meiner Meinung nach jeden Cent wert und eine klare Empfehlung meinerseits. Das war auch schon mein erstes YouTube-Video. Danke fürs Reinschauen. Ihr kennt das Spiel, abonnieren und so weiter. Bleibt gesund.